Jeder ist anders. Was braucht es, um ein Team aufzubauen? Welche Persönlichkeiten brauchen wir? Das und mehr schauen wir uns heute an. Die meisten von uns kennen die Grafik von Albert Einstein, wo man sieht, die einzelnen Tiere und alle haben dieselbe Aufgabe, nämlich auf einen Baum hinaufzugehen. Und natürlich kann ein Fisch nicht auf einen Baum hinaufgehen. Und genauso ist es auch beim Menschen. Jeder hat eine eigene Persönlichkeit, jeder hat Stärken und jeder hat Schwächen. Wenn man eine Organisation aufbaut, ist es wichtig, diese Stärken zu berücksichtigen, aber nicht nur das, nicht nur zu berücksichtigen, sondern auch richtig einzusetzen. Weil jede Stärke bedeutet auch, dass man Dinge schneller macht und jede Schwäche muss keine Schwäche sein. Es bedeutet halt nur, dass man viel mehr Zeit braucht, um dasselbe zu leisten, was jemand anderes seine Stärke hat. Unterschiedliche Experten und Bücher haben sich damit schon beschäftigt. Was gibt es denn überhaupt für Persönlichkeiten? Es gibt sehr viele unterschiedliche Einteilungen. Wir schauen uns heute eine Einteilung an, die uns hilft oder mir geholfen hat, hier ein besseres Verständnis zu bekommen. Wir schauen uns das Modell an von Organizational Physics. Und bei Organizational Physics gibt es im Endeffekt 4 Typen und jeder von uns hat den einen dieser Typen stärker oder schwächer ausgeprägt. Aber schauen wir uns mal als erstes diese 4 Typen an. Es gibt den Stabilizer, es gibt den Producer, es gibt den Unifier und es gibt den Innovator. Nach was ist es eingeteilt? Es gibt oben mal nach Slow Pace und Fast Pace, also wenn man etwas langsamer dafür im Detail macht oder schnell ergebnisorientiert umsetzt. Und dann strukturiert und unstrukturiert. Der Producer geht es darum, schnell Ergebnisse zu liefern. High Pace, schnell etwas umzusetzen. Der Stabilizer schaut sich an, wie muss es gemacht werden. Das heißt, hier geht es sehr stark in die Optimierung, in die Prozessoptimierung hinein und schauen, dass man die richtigen Prozesse aufsetzt. Dann kommen wir runter. Unstructured, Unifier und Innovator. Der Unifier, Slow Pace, Structured schaut sich an, wer ist denn aller involviert in einem System? Wen brauche ich dafür? Der Innovator war sozusagen unter dem Motto, warum nicht? Das heißt, hier geht es raus mit viel Optimismus, schauen, das Ganze umzusetzen. Jetzt schauen wir uns das Ganze an auf 2 Ebenen. Nämlich auf der einen Ebene, wir haben ein Organigramm und welche Personen in dem Organigramm sollten welche Ausprägung haben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ein ganz wichtiges Element ist, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, welche Eigenschaften sollte ein Geschäftsführer, ein CEO eines Unternehmens haben in den unterschiedlichen Lebensphasen des Unternehmens? Wir haben ja schon gehört, ein Unternehmen hat unterschiedliche Lebensphasen und in jeder Lebensphase sind unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. Und diese unterschiedlichen Aufgaben erfordern auch eine andere Herangehen an die unterschiedlichen Themen. Fangen wir an einmal mit dem Lebenszyklus des Unternehmens als erstes. Wenn man am Anfang des Unternehmens steht, geht es darum, hinauszugehen in die Welt, wir haben es bereits gehört, und schauen, was kann man umsetzen. Mit viel Optimismus. Das heißt, hier ist das Thema Innovation sehr stark ausgeprägt. Umso stärker sich das Unternehmen auch weiterentwickelt, umso weiter sozusagen man hier sein Geschäftsmodell entwickelt, geht es darum, mehr und mehr in die Optimierung hineinzugehen. Damit wandelt sich das Ganze stärker hinein in eine Stabilisierung, in eine Optimierung. Das heißt, ein Geschäftsführer mit seinem Ansatz, und das ist auch wichtig für die Person, wenn ich in der Geschäftsführung bin, ich muss selber sozusagen meine Stärken in die eine oder andere Richtung verstärken, um dann auch sozusagen für das Unternehmen auch das richtige Mindset zu verkörpern. Und das, was auch da zu berücksichtigen ist, auch wenn ich jetzt am Anfang stehe und hier mit voller Innovation hinausgehe und die Menschen damit mitnehme, und dann hineingehen in eine Stabilisierung kann es auch bedeuten, das ist nicht gut oder schlecht, sondern es ist einfach eine Änderung der Kultur, dass einfach auch Menschen, die am Anfang vielleicht dabei sind, sagen, okay, jetzt passt das nicht mehr für mich, weil ich bin eher in dem Feld oder ich bin eher in dem Feld. Dafür kommen andere Leute dazu, die vorher gesagt haben, okay, das ist für mich alles viel zu unstrukturiert, ich brauche mehr Struktur, für die das Unternehmen dann passt. Das heißt, der erste Teil ist wichtig, warum man diese unterschiedlichen Eigenschaften kennen muss, ist, welche Person, auch welche Geschäftsführung insbesondere, brauche ich wann beim Aufbau eines Unternehmens, damit einfach die Stärken der jeweiligen Person genutzt werden können. Dann schauen wir uns noch das zweite Element an. Das zweite Element ist der Aufbau der Organisation. Und hier dargestellt jetzt in der Grafik ein Organigramm, das ist nur exemplarisch, im Buch habe ich es im Detail abgebildet, gerne auch der Link im Kommentar. Hier sieht man, dass unterschiedliche Rollen im Unternehmen unterschiedliche Anforderungen haben. Wenn man in die Administration geht, ist es sehr stark in der Stabilisierung drinnen, sehr stark im Detail hineingeht. Wenn man ins Marketing hineingeht, Strategie, sehr stark wieder Innovation. Das heißt, hier kann man schauen, okay, welche Stärken, wen braucht man da? Und das Zweite ist auch, welche Person in der Struktur setzt man über welche andere Person? Wenn man Funktionen hat, die langfristig ausgerichtet sind, zum Beispiel Forschung und Entwicklung, Kommunikation, und auf der anderen Seite hat Funktionen wie Administration, die kurzfristig ausgelegt sind, dann sollten die kurzfristigen Funktionen nicht die langfristigen verwalten, weil die immer zu kurz kommen, weil sie ja nicht kurzfristig die Ergebnisse liefern. Das heißt, man muss sich auch sehr genau schauen, okay, welche Rolle setze ich über oder unter welche andere Rolle, damit es sich im Unternehmen auch entsprechend entfalten kann und auch
die Aufgaben erfüllen kann, die es benötigt. Das heißt zusammenfassend, jeder von uns hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Wichtig ist, über diese klar zu kommunizieren, dass man auch einschätzen kann, okay, wo kann ich die eine Person und die andere Person besser einsetzen, damit sich das Unternehmen entwickelt. In der Entwicklung des Unternehmens gibt es unterschiedliche Anforderungen auch der Geschäftsführung, je nachdem, wo sich das Unternehmen in welcher Phase gerade befindet und was die nächsten Schritte sind. Und dasselbe gilt auch für die Organisationsstruktur. Ich muss mir sehr genau überlegen, okay, welche Persönlichkeitstypen setze ich in welche Rolle ein, um damit das Unternehmen bestmöglich zu unterstützen. Damit wünsche ich viel Spaß beim Umsetzen des Unternehmens. Gerne mehr Informationen im Organic Venture Building Buch und damit ein großes Tschakka!